Spätestens am 7. Dezember, wenn dieses Video online geht, bin ich geliefert. Sie wird mir ihren Anwalt auf den Hals hetzen. Ich bin mir sicher, sie wird mir ihren Anwalt auf den Hals hetzen. Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, Luise Heinzel, und das hier ist der Junk Journal Tutorial Adventskalender. Heute mit einer, wie soll ich sagen, für mich etwas riskanten Ausgabe. Ich habe jetzt eben ungefähr so eine halbe Flasche Deo gebraucht, um mich einigermaßen irgendwie unter Kontrolle zu bringen, denn ich bin mir sicher, nach diesem Video habe ich ein Problem. Lasst mich euch kurz eine kleine Geschichte erzählen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, diese Person, um die es da geht, wird mir vermutlich den Schädel abreißen, wenn ich euch das jetzt so erzähle. Es begab sich Ende November diesen Jahres, dass ich hier unten auf meinem Tisch eine kleine, wie soll ich sagen, Katastrophe produziert habe. Ich wollte eigentlich ein paar Schmetterlinge mit Kaffee- und Brushoff-Farben einfärben, die ich mir vorher auf einem Papier in Schwarz-Weiß ausgedruckt hatte. Und jetzt wird wahrscheinlich die Person, um die es geht, zu Hause in ihrem kleinen Bastelzimmer Amok laufen, weil sie jetzt weiß, dass es um sie geht. Hallo Susanne. Hallo meine Lieben, hier ist wieder die Susanne von Bollenhut-Art. Ich habe dir ja schon verraten, ich wollte dieses Video zu etwas ganz Speziellem machen und das ist jetzt hier gerade der Versuch. Ich hoffe, du wirst mir das nicht übel nehmen, wenn ich jetzt gleich unseren Originaldialog, den wir da per WhatsApp hatten, in dieses Video mit einfließen lasse. Ich habe mir nämlich überlegt, ganz oftmals, da kriege ich so Kommentare und du sicherlich auch, von ganz, ganz lieben Leuten, die unsere Videos schauen. Und die sagen dann, ja, was du da alles so zu Hause machst und so Sachen wie, wo nimmst du deine Ideen her? Schläfst du überhaupt? Oder mich würde auch mal interessieren, wie es in deinem Zimmer so aussieht. Oder ich glaube, dich hat neulich jemand mal gefragt, ob du mal eine Geschichte vorlesen könntest. Und all solche Sachen, die ganz privat irgendwo sind. Und da habe ich mir überlegt, dieses WhatsApp-Gespräch, was wir da hatten, das war so lustig. Ich glaube, ich bin 5-mal zur Toilette gerannt vor Lachen, als wir uns diese Nachricht hin und her geschickt haben. Und ich habe mir gedacht, warum sollen wir das nicht eigentlich mal der Öffentlichkeit präsentieren? Nun ja, angefangen hat es damit, dass ich mir gedacht habe, also die Susanne, die ist irgendwie ein bisschen frech. Die zeigt da auf ihrem YouTube-Kanal so Sachen und das funktioniert ja gar nicht. Selbstverständlich ist das alles nur Spaß, was ich hier sage. Ich halte ganz, ganz große Stücke auf Susanne. Und Susanne, du weißt, unsere Freundschaft, die sich entwickelt hat, ist so speziell. Und ich möchte dich um Gottes Namen nicht missen. Und ich glaube, du kennst mich inzwischen gut genug, dass du weißt, dass das alles hier nur Spaß ist. Aber auch für die anderen sei gesagt, Achtung, das ist Spaß, Ironie, bisschen Sarkasmus, Zynismus oder wie auch immer man das nennen will. Ja, weil ich auch manchmal versuche, meine Videos ein bisschen lustig zu machen, denn es gibt schon genug Sachen auf der Welt, die traurig sind und warum soll man dann nicht in so einem YouTube-Video mal ein bisschen so einen Spaß machen? Also Achtung, Spaß. Ich habe mir dann gedacht, so, und jetzt ärgerst du die Susanne mal ein bisschen, weil die Susanne, die ist nämlich manchmal so, ist sei jetzt aber nur zu euch gesagt, die steht manchmal ein bisschen auf so einer Art Feuerwehrschlauch. Wenn man zu Susanne einen Spaß macht, dann kann es passieren, gerade wenn sich so, wie soll ich sagen, eine ernste Stimmlage einschleicht, wo man da vielleicht ein bisschen so zynistisch oder ironisch auch daherredet, da kann es sein, dass die das in den ersten 5 Minuten, nachdem sie das gehört hat, überhaupt nicht schnallt. Und das war mir natürlich vorher bewusst, also habe ich ihr eine ziemlich ernsthafte WhatsApp-Nachricht geschickt. So, jetzt reicht's. Ich gehe jetzt auf deinen YouTube-Kanal und drücke bei allen Videos den Daumen runter. Und dann entabonniere ich deinen Kanal. Weil
Du lügst die Leute an. Ja, du lügst immer. Wenn man das nämlich so macht, wie du sagst, oh ja, das kann man ja hier mal ausprobieren, das kann ja nichts schief gehen. Das kann man ja mal hier so ausprobieren. Schmeißen wir mal ein bisschen Kaffee drauf, schmeißen wir mal ein bisschen Brascho drauf, dann schmeißen wir hier nochmal sowas hin und dann fitterst schon irgendwas. Gelogen. Und was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Ich bin dann in dieser WhatsApp-Nachricht ein bisschen darauf eingegangen, dass sie in ihren Videos ja oftmals auch Dinge zeigt, die sie, ja, wie soll ich sagen, zum ersten Mal ausprobiert. Sie macht das ja auch noch nicht so lange und sagt immer so, ja, ich bin hier so ein Anfänger. Das kann ich inzwischen nicht mehr ganz so glauben, denn das ist für mich definitiv nicht mehr so. Aber sie hat am Anfang viele Sachen ausprobiert. Das schütteln wir ab. Eieieiei. Jetzt geht es nicht mehr runter. Oh mein Gott. Leute, ich weiß nicht, was Luise und die Shanna zu so einer Kanne sagen. Ich sag jetzt nicht, wie es aussieht. Auf Kaffeepulver kommt keiner. Es riecht aber gut. Uiuiui. Oh Mann. Ich hab Spaß. Oh Gott, oh Gott. Was mache ich jetzt? Oh, Hilfe. Jetzt geht es nicht mehr runter. Oh, lecco mio. Ich glaube, ich mache mal ganz schnell die Körper von der anderen Karte auch runter, dass das da auch nicht mehr runtergeht. Und auch jetzt noch experimentiert sie natürlich ziemlich viel herum, kauft sich mal verschiedene Farben, probiert verschiedene Dinge aus und so weiter. Und sie hatte neulich mal ein Video, wo sie gesagt hat, ja, und dann habe ich hier so ein bisschen Kaffee auf das Papier drauf geworfen und dann habe ich das da ausgedruckt und hinterher sah das ganz schön aus. Und manchmal sagt sie auch, oh, das schaut jetzt aber nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Ja, das macht aber nichts. Und sie versucht auch ihre Zuschauer dann natürlich so ein bisschen zu ermutigen, was ja völlig der richtige Weg ist und was ich total großartig finde. Man sollte niemals aufgeben, wenn man irgendeine Katastrophe vor sich auf dem Papier hat. Und vielleicht, manchmal muss man nur noch irgendwas anderes da drauf schmeißen und später schaut es richtig geil aus. So. Und ich war total verzweifelt mit meinen Schmetterlingen auf diesem Tisch und habe mir gedacht, na, das wird so nix, das wird so nix. Es hat natürlich nicht lange gedauert, bis ich eine Antwort darauf bekommen habe. Hey, schockier mich nicht so am Abend. Das ist, in meinem Alter ist das gefährlich. Das folgende Gespräch, was sich dann noch entwickelt hat, das hört ihr im Folgenden. Ja, wie schockieren? Ich habe das schon ernst gemeint. Kannst ja mal auf deinen Kanal gehen und gucken, ob ich noch Abonnent bin. Dann wirst du schon sehen, dass ich das entabonniert habe. Lass mich doch hier nicht anlügen von so einer Tante da mit so roten Kugeln auf dem Kopf. Also ehrlich. Um Gottes Willen, was habe ich gemacht? Habe ich schon mal Schmetterlinge gemacht? Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Du, böse Frau, hast gesagt, druck die Scheiße hier in Schwarz-Weiß aus, schmeiß da Kaffee drauf und Brashos und dann sieht das schön aus. Das hast du gesagt. Und guck, an Schaas schaut das schön aus. Hey, das habe ich doch nicht so gesagt. Ich habe das Kaffeepapier vorher gefärbt und es war trocken. Und dann habe ich es durch den Drucker gelassen. Und bei mir hat es gut ausgesehen. Oh mein Gott, was hast du denn da unten gemacht? Oh mein Gott. So, und jetzt meine ich das nicht mehr im Spaß. Jetzt lachst du mich gerade aus? Kruzifix. Du hast gesagt, wenn man hier so eine Idee hat, dann soll man das einfach mal ausprobieren. Man soll mal mutig sein. Und dann habe ich das gemacht, was du gesagt hast. Ja, und so sieht das dann aus. Ja, Kruzifix. Es hat alles gestimmt, was du gemacht hast. Nur die Reihenfolge war nicht so ganz richtig.
Du musst erst den Kaffee aufs Papier bringen. Schön trocknen. Oder wie ich, setz dich eine Woche lang drauf, dann ist es platt. Und dann durch den Drucker lassen. Guckst du an dem Bild. Wunderbar. Kaffee drunter, dein schönes Drückle ist drüber. Und dann kommt's gut. Also du hast deine Schmetterlinge ersäuft in Brascho und zerst in Kaffee. Es ist schon ein bisschen Tierquälerei, muss ich jetzt einmal sagen. Ich habe das Ergebnis, was ich da hatte, mit diesen kleinen Schmetterlingen später auch auf meinem Instagram-Feed gepostet. Und ganz viele Leute haben gesagt, kannst du bitte ein Tutorial daraus machen? Und ich war wirklich, wie soll ich sagen, leicht überfordert, weil ich mir gedacht habe, wie soll ich denn diesen Fehler, wie schon gesagt, nochmal rekonstruieren? Das geht ja überhaupt gar nicht. Also, ja, ich habe das im heutigen Video versucht. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. Ich hoffe, ihr habt Spaß, das nachzumachen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem kleinen Spaß. Falls ihr euch den YouTube-Kanal von Susanne mal anschauen wollt, ihr findet sie unter dem Namen Bollenhutart auf YouTube. Ich verlinke euch das aber auch unten in der Infobox. Und wir haben uns das auch so ein bisschen zum Ziel gesetzt, dass wir versuchen wollen, das Thema Junk Journaling und dieses Hobby, alles was damit zu tun hat, auch im deutschsprachigen Raum so ein bisschen zu verbreiten. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, möglichst viele Leute damit anzustecken. Also ja, wenn du hier neu bist und du denkst dir, oh, was ist das denn? Dann schau dir das doch bitte mal an. Schau dir mal Susannes Kanal an, der unten verlinkt ist. Schau dich auch vielleicht auf meinem Kanal ein bisschen um, wenn du verschiedene Videos noch sehen willst, um festzustellen, ob dieses Hobby vielleicht etwas für dich sein könnte. Und wenn du vielleicht irgendwelche Leute kennst, wo du denkst, oh, die basteln da ja auch sowas oder die machen vielleicht sowas wie Scrapbooking oder sowas, vielleicht hast du das schon mal gehört, dann schick doch einfach mal dieses oder ein anderes Video an diese Person und an deine Freunde. Vielleicht landen die dann auch hier irgendwo auf unserem Kanal. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr auch ein bisschen vielleicht mithelfen würdet, dieses Thema zu verbreiten und vor allen Dingen unsere Mission ein bisschen zu unterstützen, auch die Deutschsprachigen an das Thema Junk Journaling heranzuführen. Jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß mit dem Tutorial und ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß! Ja, nach dieser kleinen Vorgeschichte habe ich mir gedacht, okay, warum nicht diese Schmetterlinge auf einen Hidden Paperclip aufbringen und dieses in unserem 7. Türchen für den Junk Journal Tutorial Adventskalender verstecken. Für euch. Machen wir einen Hidden Paperclip heute. Was ist das denn eigentlich? Ein Hidden Paperclip ist nichts anderes als eine versteckte Büroklammer. Also ist etwas zum Klemmen ans Journal dran, aber so, dass man nicht sieht, dass da drin eine Büroklammer versteckt ist, die das Ganze an der Junk Journal Seite festhält. Um dir so etwas herzustellen, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige dir hier mal ein paar Wege, wie man das relativ simpel machen kann. Ich habe jetzt mir hier einfach ein Stück Pappe genommen. Das hier ist von so einem ganz normalen Scrapbooking-Block. Und dieses habe ich jetzt in 2 gleich große Stücke geschnitten mit so einer Klappe, wie du siehst. Auf das eine Stück stecke ich jetzt die Büroklammer auf und klebe das dann in das andere Stück hinein, so dass die Büroklammer zwischen beiden Stücken verschwindet sozusagen. Je nachdem, wie groß dieses Teil ist, was du da machst, kannst du die Größe der Büroklammer natürlich variieren. Ich zeige dir hier verschiedene Varianten. Hier habe ich jetzt eine relativ große Büroklammer genommen. Hier schneide ich jetzt gerade noch den Überschuss ab, der natürlich entsteht, wenn man diese beiden gleich großen Stücke ineinander steckt. Und die Kanten habe ich unten mit so einem Eckenabrunder auch nochmal abgerundet, weil ich das persönlich ein bisschen schöner finde. Aber das ist natürlich optional, das kannst du machen, wie du möchtest. Wenn du nicht so einen Eckenabrunder hast, kannst du eine Schere nehmen oder die Ecken einfach so lassen, wie sie waren. Du kannst natürlich auch jegliche andere Form an Pappe schneiden, wie du möchtest. Hauptsache, diese Büroklammer verschwindet darin. Ich hatte dann hier noch diese etwas härtere CD-Hülle und dieses Rot da hinten dran, das hat mir so schön gefallen. Da habe ich mir gedacht, warum denn nicht eigentlich diese CD-Hülle dafür benutzen? Die ist jetzt schon doppelt, also da kann man so eine CD von der Seite so reinschieben. Deswegen hatte ich jetzt hier einen relativ leichten Job. Ich zeige euch das auch deshalb, weil ich euch ermutigen möchte, auch solche Verpackungsmaterialien zu benutzen. Also das könnte man ja auch mit jeglicher anderen Art von etwas stärkerem Briefumschlag zum Beispiel machen. Oder ja, ihr könnt im Prinzip alles nehmen, was euch in die Finger kommt. Man könnte auch eine Reisverpackung nehmen, die müsste man dann dementsprechend vielleicht nochmal falten, beziehungsweise benutzt davon dann einfach die Kanten, wo schon so eine Falz ist. Dann könnt ihr nämlich, wenn ihr das jetzt so doppelt geschnitten habt, einfach oben die Büroklammer dran stecken.
Und wenn ihr so eine gefaltete Packung nimmt, wie jetzt zum Beispiel diese CD-Verpackung, dann habt ihr auch nicht so eine Mühe, diese Pappe zu falten. Also, weil da ist ja schon die Falz. Also kann man sich ruhig ein bisschen leichter machen. Eine Möglichkeit ist jetzt, wenn man zum Beispiel eine Verpackung genommen hat, wo außen die Farben total unschön sind oder irgendwelche Werbung womöglich noch drauf ist, dann kann man das natürlich kaschieren, indem man das mit einer Buchseite beklebt. Hier zeige ich euch jetzt den simpelsten Weg. Ich habe jetzt einfach die Buchseite mit Kleber eingestrichen, meine Stückchen da draufgelegt. Jetzt fahre ich da so mit dem Finger drum her, dass ich sehen kann, wo ich später das abschneiden muss, dass ich mir jetzt nicht in die Pappe schneide. Das geht aber verhältnismäßig gut. Das Einzige, was ihr jetzt bedenken müsst, ist, dass durch den Kleber eventuell das ganze Zeug da zusammenkleben könnte. Das müsst ihr jetzt dann am Rand wieder so öffnen. Ja, wem das zu kompliziert ist, der kann das natürlich auch auf einem anderen Weg machen, das dann drauf zu kleben. Aber ich finde das so ganz praktisch. Ich stecke mir das dann immer hier über so ein Lineal. Dann kann das trocknen, ohne dass sich diese einzelnen Schichten da berühren. Und später schaut das ganz ordentlich aus und das ist einfach irgendwie praktisch, das so zu machen. Jetzt habe ich mir überlegt, ich will hier auch noch die Ecken abrunden, damit meine Paperclips alle die gleiche Optik haben. Dieses Rot wollte ich mir jetzt aber trotzdem nicht auf allen von denen so verschwinden lassen. Hier hatte ich jetzt zum Beispiel diese Schrift noch im Hintergrund. Da habe ich mir gedacht, okay, man könnte ja so eine Buchseite einfach nur über die Büroklammer kleben, sodass die einfach versteckt ist. Also ihr müsst das nicht komplett kaschieren. So habt ihr jetzt schon eine kleine Collage, die diesen Hintergrund ausmacht. Und durch diese Buchseite, ja, verschwindet eben die Büroklammer und ihr könnt dann später was da drauf machen oder ihr könnt jetzt theoretisch auch schon gleich so lassen, wie es jetzt ist. Wie man hier sieht, das ist sehr stramm. Also ich habe das offensichtlich sehr gut gemacht. Und ja, also wenn ihr das so macht, das fällt auch nicht irgendwie ab oder so, ne? Also das ist sehr robust und man kann auch sehr viele Dinge damit im Junk Journal dann noch zusätzlich befestigen. Kommen wir also nun zu den Schmetterlingen. Hier versuche ich jetzt gerade diese ganze Katastrophe, die ich davor fabriziert hatte, mit meinen anderen Schmetterlingen zu rekonstruieren. Ich habe als erstes Mal damals Wasser da drauf gesprüht. Dann habe ich das jetzt hier nochmal wiederholt und habe danach meine Brusho-Farben drauf getan. Ich habe jetzt hier für euch extra andere Farben genommen, Rot und Blau, weil ich auf meinem Instagram das Ganze ja schon in Grün gezeigt hatte. Habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt für dieses Video ein bisschen andere Farben nehmen, dass ich nicht wieder genau das gleiche mache und dass ihr da ein bisschen so den Unterschied seht und es auch ein bisschen vergleichen könnt. Und außerdem ist ja diese CD-Verpackung im Hintergrund auch rot gewesen und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt dieses Grün nehme, ich glaube, das könnte ein bisschen komisch aussehen. Jetzt habe ich dann da, wo ganz, ganz viel Brusho-Farben-Wasser sozusagen war, das etwas wieder abgenommen, im gleichen Schritt, wie ich das geföhnt habe. Weil ich ja wusste, dass das sehr, sehr dunkel wird und durch diesen Schwarz-Weiß-Ausdruck, der zugegebenermaßen nicht besonders ideal war, wusste ich, was die Probleme sein werden. Also habe ich versucht, dass die Farbe zwar intensiv bleibt, habe aber trotzdem etwas davon wieder runtergenommen, sodass ich am Ende jetzt dieses Ergebnis habe, mit dem ich eigentlich relativ zufrieden war. Dann habe ich die Schmetterlinge ausgeschnitten und zu dieser Farbe sei gesagt, bei dem ersten Versuch hatte ich da noch etwas Gesso drüber getan, weil ich irgendwie mir eingebildet habe, dass man es dadurch noch retten könnte. Kann man aber nicht. Ihr könnt die Farbe aber so intensiv machen, wie ihr das möchtet. Hauptsache, ihr seht noch, wo ihr schneiden müsst. Denn ihr seht, ich schneide jetzt die Schmetterlinge mit so einem kleinen Rand einfach aus. Und es geht jetzt eigentlich wirklich nur darum, dieses Schwarz und dieses bisschen Struktur im Hintergrund mit dieser Brusho-Farbe zu haben, um dann darauf weiterarbeiten zu können. Also das heißt, ihr braucht eigentlich nur zu sehen, wo ihr schneiden könnt, schneiden müsst. Und ja, dementsprechend müsst ihr aufpassen, dass ihr das Ganze nicht zu dunkel macht. Im nächsten Schritt habe ich jetzt hier, so ähnlich wie beim ersten Mal, eine Schablone genommen und bin da drüber gegangen mit roter und blauer Acrylfarbe. Bei den ersten Schmetterlingen, die ich auch auf meinem Instagram-Account habe, da hatte ich weißes Gesso benutzt und habe mir jetzt hier gedacht, ich möchte aber die Farben von diesem Brusho auf dieser nächsten Schicht nochmal aufgreifen und habe versucht, hier ein Muster zu machen. Und wie ihr seht, ich habe das einfach nur ausgeschnitten und dann dorthin gelegt, wild, und bin dann einfach da drüber gegangen. Beim Abnehmen der Schablone müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass euch das nicht kleben bleibt und dann habt ihr ein solch unregelmäßiges Ergebnis. Zuerst denkt man so, ach du heiliger Bimbam.
Was soll daraus werden? Weil das schaut nämlich irgendwie echt eigenartig aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich geglaubt, ich kann das nicht nochmal reproduzieren. Und ich kann das nicht nochmal so hinkriegen, wie es vorher war. Aber gut. Schmeißt die Seite, wo ihr die Schablonierung gemacht habt, bitte nicht weg. Die können wir später noch gebrauchen. Im nächsten Schritt habe ich dann mir verschiedene weiße und goldene Stifte und auch diesen durchsichtigen Stifter genommen, ein bisschen goldene Farbe und ja, habe dann angefangen, so wie ich es bei den anderen Schmetterlingen auch gemacht habe, so ein bisschen Highlights zu setzen, beziehungsweise dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Struktur und Umrandung und so kleine Details zu geben. Ich habe das jetzt hier im ersten Schritt erstmal sehr grob gemacht. Also mit diesem weißen Edding bin ich da so leicht drumherum gefahren, habe da auch gar nicht so doll drauf gedrückt, dass wirklich diese Farbe, die da rauskommt, sehr, sehr unregelmäßig und in keinster Weise gleichmäßig wird. Dieser Eddingstift, wenn ihr den auf Acrylfarbe benutzt, der bleibt nicht so hundertprozentig weiß. Deswegen habe ich mir hier meinen Liebling, den Korrekturstift, genommen. Das ist einfach so ein ganz normaler Stift, mit dem man auch Korrekturen beim Schreiben vornehmen kann. Und habe dann hier die weiteren Details damit eingezeichnet. Besonders auf den Stellen, wo die Brush-Off-Farbe sitzt, habe ich mir dann gedacht, okay, ich will nicht, dass das durchkommt. Ihr seht das hier schon bei dem Körper des Schmetterlings, der ist so leicht orange, obwohl ich mit dem weißen Stift drüber gegangen bin. Schaut ganz interessant aus, bringt auch so ein bisschen Dreidimensionalität, aber für diese Punkte und Verzierungen wollte ich das da nicht haben. Und wie ihr seht, wenn ich das mit dem Korrekturstift mache, dann wird das Ganze viel, wie soll ich sagen, das poppt mehr raus. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass dieser Stift auch so bleibt. Also wenn ihr beispielsweise Gesso auf Brush-O-Farbe tut, dann kann es passieren, dass mit der Zeit die Brush-O-Farbe durch das Gesso wieder durchkommt und euch das Gesso einfärbt. Und das wollte ich natürlich verhindern, denn ich wollte ja nicht später irgendwelche so rosanen Schmetterlinge da haben. Und das wäre aber höchstwahrscheinlich irgendwie passiert. Bei der Verzierung dieser Schmetterlinge bin ich dann wirklich total, wie soll ich sagen, ja, im Englischen würde man sagen, loose. Also, ne? Ich habe das so ganz lose und lose ist eigentlich die falsche Übersetzung, aber wirklich so total abstrakt und total intuitiv gemacht. Ich bin da keinem System oder sonst irgendwas gefolgt. Und mit diesem durchsichtigen Stift hatte ich da nochmal sowas ausprobiert, das hat aber überhaupt nicht funktioniert, also funktioniert schon, aber es hat mir nicht gefallen. Stattdessen bin ich dann mit diesem goldenen Stift darüber gegangen, das ist einfach so ein goldener Gelstift. Das hat verhältnismäßig gut funktioniert, ich war fast ein bisschen überrascht, dass das auf diesen Farben, besonders auf der Acrylfarbe auch, so gut gehalten hat. Dann habe ich mir hier nochmal meine Maya-Goldfarbe genommen, denn ich wollte für manche Schmetterlinge so kleine wie Tropfen drauf haben. Also auf diesen einzelnen Pünktchen habe ich jetzt diese goldene Farbe relativ dick aufgetragen, sodass wie so ein kleiner Tropfen entsteht. Und diese Farbe trocknet ganz, ganz exakt so, wie du sie aufgetragen hast. Und die ist auch wirklich am Ende sehr hart. Also da, erstens trocknet die ziemlich schnell und zweitens, also da passiert überhaupt nichts. Wenn du später da drauf drückst, da wo du es ein bisschen dicker aufgetragen hast, passiert gar nichts. Das drückt sich nicht wieder platt oder sonst irgendwas. Das wird richtig, richtig hart. Und ja, ich habe dann hier in diese kleinen Zwischenräume noch so ein paar Linien eingefügt und habe mich da auch so ein bisschen orientiert an den Zeichen und so, die die Leute im Bereich Art Journaling verwenden. Punkte, Striche, feinere Linien, etwas dickere Linien und eben, wie gesagt, auch sehr unregelmäßig. Also hier seht ihr das nochmal, auf der rechten Seite sind wesentlich mehr Punkte bei diesem Schmetterling als auf der linken Seite. Und links gibt es dann auch zum Beispiel noch so ein Element, was auf der rechten Seite nicht gibt. Das könnt ihr selbstverständlich so machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt euch jetzt auch auf Pinterest ein Foto von einem Schmetterling suchen und das genauso abmalen, alles, was man da so entdecken kann bei diesem Schmetterling, wie es da auf dem Foto zu sehen ist. Überhaupt gar keine Frage. Also das könnt ihr selbstverständlich so machen. Aber ja, hier sind natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt und deshalb darf man hier auch nochmal so ein bisschen mit Farbe umeinander spritzen. Das habe ich jetzt deshalb gemacht, also das ist jetzt weißes Gesso, dass die Details auf den Schmetterlingen etwas filigraner erscheinen, obwohl sie es vielleicht gar nicht sind. Denn so Spritzer, die sorgen oftmals ja dafür, ja, dass einfach noch mehr Tiefe entsteht, dass noch mehr kleine Details entstehen, die man jetzt mit einem Pinsel oder einem Stift so einfach nicht hinbekommen könnte. Wenn ihr das so machen wollt, bitte achtet auch darauf, dass ihr das zwischen den einzelnen Schritten ganz, ganz gut trocknen lasst. Und besonders vor dem nächsten Schritt, denn jetzt werde ich das auf
ein paar Buchseiten aufbringen. Ich habe mir jetzt 3 Buchseiten genommen, da könnt ihr natürlich auch variieren, je nachdem, wie ihr das möchtet. Habe die dann zusammengetackert. Hier seht ihr das, wie das dann aussieht. Und dann habe ich die an meiner Rundstanze ausgemessen, wie das ungefähr so sein könnte. Also, dass die Tackernadel nicht da ist, wo ich stanze. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Und dann habe ich mir erstmal so ein paar Kreise hier ausgestanzt. Die sind jetzt alle dreilagig. Und dass ich die nicht alle einzeln ausstanzen muss, habe ich die halt vorher getackert, bevor ich die ausgestanzt habe. Also man könnte die natürlich auch alle 3 ausstanzen, ne? Und dann ordentlich wieder übereinander legen. Aber das war mir alles zu mühsam. Und genau das gleiche habe ich dann auch für den nächsten Schritt gemacht, wo ich die Kanten mit dieser Tinte eingestrichen habe. Da bin ich einfach mit dem Schwämmchen zwischen den einzelnen Schichten von dem Buch hindurchgegangen. Also habe das da so reingequetscht, dieses Schwämmchen, sodass sich dann nicht nur dieser oberste Kreis einfärbt, sondern auch die Ränder der zweiten und dritten Schicht. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch auf dem komplizierten Weg machen und das alles einzeln distressen, wenn euch das lieber ist. Kein Problem. Dann habe ich das Schmetterlingchen da genommen und da auf diesen Kreis getackert. Und es ist ja bei Schmetterlingen immer so, wenn man die ausschneidet, dann kann man unmöglich die Fühler mit ausschneiden. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich schneide die im Regelfall immer ab, weil wenn man sie mit ausschneidet, dann schaut das immer irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich meine, das ist ja keine, wie sagt man da? Also ich meine, der hat ja nicht so Hörner, ne? Das sind ja Fühler. Deswegen schneide ich die oftmals ab und nehme dann Nähgarn, um die Fühler zu imitieren sozusagen, so wie ihr das hier seht. Und jetzt habe ich einfach nur den Kreis auf meinen Hidden Paper Clip, Entschuldigung, auf meinen Hidden Paper Clip aufgeklebt und zwar so, dass die Büroklammer verschwindet. Also die hinterste, unterste Buchschicht klebt jetzt auf der Büroklammer, sodass man die nicht mehr sehen kann und man kann es dann jetzt trotzdem ganz normal benutzen. Also ja, ihr wisst schon. Habt ihr schon verstanden. Diese beschmierte Seite von dem Schritt mit der Acrylfarbe kann man natürlich dafür auch benutzen. Ich habe jetzt hier das mal drauf genäht. Das könnt ihr natürlich auch tackern oder wie auch immer. Und dann habe ich das der Form nach ausgeschnitten. Also nicht rund ausgestanzt, sondern so ausgeschnitten, wie der Schmetterling auch war. Wenn ihr Probleme habt, es auszuschneiden, dann könnt ihr selbstverständlich auch von Anfang an so eine Schmetterlingsstanze benutzen. Also ihr könntet dieses komplette Tutorial auch ohne Ausschneiden machen. Ich weiß, dass auch manche Leute ein bisschen Probleme damit haben, aber ihr könnt euch eine Schmetterlingsstanze nehmen oder ihr könnt natürlich selbstverständlich auch jede andere Form nehmen. Man könnte dieses Tutorial auch mit Kreisen oder anderen Formen machen und die ganzen Dinger dann einfach ausstanzen. Dann müsstet ihr nicht schneiden. Und ja, ihr könnt das dann auch aneinander tackern, anstatt es zu nähen oder eben mit der Hand 2, 3 Stiche in der Mitte machen. Dann funktioniert das selbstverständlich auch. Hier habe ich das jetzt auch so gemacht, dass ich mein Kosmetikbürstchen da genommen habe mit Distress-Tinte dran und da bin ich dann einfach oben über die oberste Schicht gegangen und auch zwischen diese Buchseitenschichten da nochmal. Und auch hier habe ich jetzt auf meinem Paperclip diese Buchseite, die ich vorher aufgeklebt hatte, noch ein bisschen so bräunlich eingestrichen, damit es einfach ein bisschen besser passt zu diesem Schmetterling. Und jetzt könnt ihr euch natürlich überlegen, will ich den ganz in der Mitte da drauf kleben, will ich den ein bisschen versetzt machen. Ich finde es immer ganz schön, wenn eine Hälfte dieses Schmetterlings auf dem Paperclip sitzt und die andere Hälfte dann später auf der Buchseite, wo man das dann befestigen will. Und dieses Nähgarn gibt dem Ganzen auch jetzt nochmal so ein kleines Highlight, wo man dann sagen kann, okay, hier könnte man so Fühler erahnen oder vielleicht kleine Gräser, auf denen der Schmetterling sitzen könnte. Das könnt ihr aber auch machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch selbstverständlich jegliches anderes Material in den Hintergrund bringen. Ihr müsst auch nicht dieses Nähgarn verwenden, wenn euch das zu tuxelig ist. Ihr könnt zum Beispiel auch einfach Washi-Tape nehmen, so wie ich das jetzt hier gerade versuche. Ja, ich habe das da ein bisschen blöd gemacht. Ich habe das da irgendwie zu fest über dieses Dings da geklebt, über dieses Nähgarn, sodass man das gar nicht mehr gesehen hat. Muss ich das nochmal gerade abmachen, aber das ist ja das Gute an Washi-Tape, das klebt ja nicht so wahnsinnig stark. Und so könntet ihr jetzt hier zum Beispiel mit Washi-Tape nochmal so einen kleinen Farbakzent im Hintergrund setzen. Und ja, so sieht das dann aus. Finde ich jetzt auch nicht schlecht, wenn man noch ein bisschen so andere Materialien im Hintergrund verwendet. Man könnte da auch auf jeden Fall natürlich Spitze oder sowas noch dahinter kleben. Oder was man auch machen könnte, wäre die
Schmetterlinge mit Hilfe eines Knopfes da befestigen. Bloß müsste man dann zusehen, dass man nur durch die oberste Schicht da kommt. Ne? Also ihr könnt natürlich jetzt nicht durch dieses Gebilde, dieses Paperclips durchnähen, denn dann näht ihr euch den ja zu. Wenn ihr das machen wollt, dann müsstet ihr wirklich schauen, ihr könntet ja zum Beispiel den Schmetterling zuerst auf einen anderen Untergrund nähen mit dem Knopf, sodass der Knopf so ein kleines Highlight ist und das dann später aufkleben. Aber da fallen euch sicherlich einige Lösungen ein, wie man das machen könnte. Das hier sind ja nur einige Beispiele, ja, aufgrund eben dieses Unfalls, der mir da damals passiert ist. Ich habe jetzt hier nochmal einen von denen genommen, um euch zu zeigen, wie das aussieht, wenn man jetzt das nicht so mehrschichtig macht, also wenn man die wirklich einfach nur so lässt, weil ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, oh, das ist aber mir viel zu viel Arbeit oder wie eben schon gesagt, ich habe Probleme mit dem Ausschneiden oder ich habe nicht so eine Stanze oder nicht so viel Zeit. Hier seht ihr, wie das aussieht, wenn man das einfach einlagig benutzt. Finde ich auch nicht so ganz übel. Ja, als letztes, vergesst bitte nicht, wenn ihr hier mitmachen wollt, eure Schnipsel einzusammeln. Alles, was übrig ist, kommt in unseren kleinen Behälter, denn das brauchen wir am 24.12. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns morgen dann zum nächsten Türchen wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und tschüss.